Hallo und herzlich willkommen bei einem weiteren Video von Chartec. Mein Name ist Patrick und ich möchte Ihnen heute zeigen, wie Sie den Handsender von unseren Rollladenmotoren mit elektrischen Endlagen einlernen, die Motorrichtung ändern und die Endlagen festlegen können. Stellen Sie sicher, dass der Motor am Strom angeschlossen ist. Handsender einlernen. Drücken Sie jetzt die P1-Taste auf dem Rollladenmotor. Es sollte ein längerer Piepton ertönen und der Motor bewegt sich kurz hoch und wieder runter. Drücken Sie anschließend zweimal die P2-Taste auf der Rückseite des Handsenders und dann die Auf-Taste auf der Vorderseite des Handsenders. Der Motor piepst 6 Mal und bewegt sich erneut kurz hoch und wieder runter. Der Handsender ist nun am Rollladenmotor eingelernt und einsatzbereit. Motorrichtung ändern. Sollten Sie die Auf-Taste drücken und der Motor fährt nach unten, bzw. Sie drücken die Ab-Taste und der Motor fährt nach oben, können Sie einfach die Richtung der Motorbewegung ändern. Hierzu ist zu erwähnen, dass dies nur funktioniert, wenn noch keine Endlagen festgelegt wurden. Um die Laufrichtung ändern zu können, drücken Sie auf dem Handsender die Auf- und Ab-Taste für ca. 3 Sekunden gleichzeitig gedrückt. Der Motor bestätigt Ihre Eingabe erneut mit 3 kurzen Pieptönen und einer Bewegung rauf und runter. Die Laufrichtung ist nun umgestellt. Sollten Sie aber zuvor die Endlagen eingestellt haben, gehen Sie wie folgt vor, um die Endlagen zu löschen, um die Laufrichtung zu verändern. Endlagen löschen. Drücken Sie auf der Rückseite Ihres eingelernten Handsenders die P2-Taste, dann auf der Vorderseite die Ab-Taste und dann erneut die P2-Taste. Der Antrieb bestätigt Ihre Eingabe mit 4 kurzen Piepstönen und einer kurzen Bewegung auf und ab. Achtung! Sind die Endlagen nicht festgelegt, dreht der Motor ins Unendliche. Stoppen Sie ihn nicht manuell mit dem Handsender, können Schäden am Motor und Rollladen entstehen. Endlagen festlegen. Um jetzt wieder die Endlagen festzulegen, gehen Sie wie folgt vor. Drücken Sie die P2-Taste auf der Rückseite des Handsenders, anschließend auf die Auf-Taste und dann erneut auf die P2-Taste. Jetzt befinden Sie sich in der Endlageneinstellung vom Motor. Drücken Sie jetzt die Auf-Taste und stoppen diese mit der Stopp-Taste bei Ihrer gewünschten Auf-Position. Sind Sie mit der Position zufrieden, drücken und halten Sie die Stopp-Taste so lange gedrückt, bis der Motor 3-mal kurz piepst. Machen Sie dies nun auch für die Zu-Position. Drücken Sie die Zu-Taste und stoppen Sie diese mit der Stopp-Taste an Ihrer gewünschten Zu-Position. Wenn Sie zufrieden sind, drücken Sie die Stopp-Taste so lange gedrückt, bis erneut die 3 kurzen Piepstöne hören. Die Endlagen sind nun erfolgreich festgelegt. Motor resetten. Drücken und halten Sie die P1-Taste des Motors für ca. 10 Sekunden gedrückt. In diesen 10 Sekunden sollte es vorkommen, dass zweimal 3 Piepstöne ertönen. Nach dem zweiten Mal der 3 Piepstöne ist der Motor auf die Werkseinstellung zurückgesetzt. Ich hoffe doch sehr, dass das Video Ihnen helfen konnte, Ihren Rollladenmotor richtig einzulernen. Sollten Sie noch weiterhin Fragen haben, können Sie diese gerne in den Kommentaren stellen. Ich bedanke mich recht herzlich für Ihre Aufmerksamkeit und wünsche Ihnen nun viel Spaß mit Ihrem Rollladenmotor. Bis zum nächsten Video. Ciao.